Ein wichtiger Baustein einer Business-Management-Plattform ist die Personalwirtschaft. Aaron Ulrich von SD-Works stellt uns diese in Haufe X360 integrierte Lösung kurz vor. Ich bin Inga von S&S Software Partner und ich bin gespannt, wie Buddy, so heißt die Lösung von SD-Works, funktioniert. Hallo Aaron und hallo Dirk. Ja, grüß dich. Ich bin Dirk. Aaron, freut mich. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin der Aaron von SD-Works Deutschland. Ja. Bin Sales Manager, das heißt, ich bin im Vertrieb für unsere Neukunden und Bestandskunden zuständig und besser gesagt für den KMU-Bereich. Das heißt, SD-Works, erklär mal, was ist so der Schwerpunkt und was macht ihr da genau? vom Herzen sind wir ein Payroll-Anbieter. Besser gesagt, Payroll-Anbieter, der das Outsourcing übernimmt. Das heißt, die Payroll klingt nach... Entgeltabrechnung. Genau. Also Lohn- und Gehaltsabrechnung übernehmen wir für unsere Kunden. Das heißt, wir sind ein Outsourcer, Service-Dienstleister, sind aber jetzt gewachsen, haben uns weiterentwickelt auch zum Produktdienstleister. Das heißt, wir sagen immer alles aus einer Hand, all in one, auch auf Englisch gesagt. Wir sind nicht nur Payroll, wir sind auch HR, wir sind Zeitmanagement, wir sind Recruiting und wir sind Weiterbildungsmanagement. In welchen Ländern seid ihr unterwegs? Wir sind in über 20 europäischen Ländern mit direkten Büros und über 150 Länder betreuen wir auch mit. Also komplett global. Okay. Aber ihr sitzt hier in Deutschland? Wir haben 6 Büros hier in Deutschland, knapp 800 Mitarbeiter. Ja. Wir sind zwar ein internationales Unternehmen, aber mit einem lokalen Fokus auch. Ja. Und in Deutschland habt ihr wie viele Kunden? Knapp 1200 wachsend. Ja. Und ihr seid ja jetzt hier auf dem Haufe X360 Summit in Bonn. Warum seid ihr hier? Was macht ihr? Eigentlich kam Haufe zu uns und hat unbedingt, und man hat es heute auch in der Präsentation gehört, nach einem HR-Dienstleister gesucht. Aber nicht nur HR, sondern auch das Thema Payroll. Ne? Das ist, denke ich mal, so das, was der Markt auch widerspiegelt. Viele gehen in den Bereich HR, manche fokussieren sich nur auf Payroll. Es gibt wenige wie uns, die das beides kombinieren und dann noch den Service on top nehmen. Ja. Ne? Also nicht nur Das heißt, Service-Dienstleister. ihr macht die Lohn- und Gehaltsabrechnung? Oder eure Lösung erlaubt mir, die Lohn- und Gehaltsrechnung zu machen? Vorzubereiten, wichtig vorzubereiten, transparent darzustellen. Was heißt vorbereiten? Was ist der Unterschied zu, dass ich eine Lohn- und Gehaltsabrechnung damit machen kann? Ja gut, das Lohn- und Gehaltsthema selber zu machen, bieten wir auch an. Das heißt, wir haben klar Kunden, die, sage ich mal, nur die Software an die Hand bekommen, ticken Service, aber zum Großteil natürlich dann auch eigentlich die Abrechnung komplett selber übernehmen. Das heißt, die ganzen Meldungen und so weiter, die Abrechnungsergebnisse prüfen. Wenn ich etwas vorbereite, heißt es, dass ich eigentlich die Daten so gut wie möglich pflege in einem vorgefertigten Tool. Also wir arbeiten nicht mit Excel, sondern wir haben ein Tool, das ist Buddy heißt das. Ist extra für den KMU-Markt zugeschnitten, ist integriert in unser Abrechnungssystem. Und so können die Kunden transparent ihre Abrechnung vorbereiten mit allen möglichen Daten. Ne? Also gibt es hier mal einen Jobrad, gibt es da einen einzelnen Bezug und so weiter und so fort. Das wird weitergeleitet und unser Abrechnungsexperten nimmt den ganzen kritischen Part über. Du sagst KMU, was ist so die Range der Kunden, die Buddy benutzen, die mit Buddy arbeiten? Also ist eine interne Regelung für uns. Wir sagen 1 bis 250 Mitarbeiter. Durchschnittskunde bei uns liegt zum KMU-Sektor so bei 80 Mitarbeitern. Grundsätzlich mal gesagt von SD-Works, wir betreuen alles von 1 bis über 100.000 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe da die Lohn- und Gehaltsabrechnung drin, ich habe da eine Personalakte mit drin, mit dem ganzen Schriftgut und so weiter. Ich habe da teilweise auch Prozesse mit drin, die mich bei diesem Schriftgut unterstützen. Und ich habe jetzt gesehen, dass aber auch der Mitarbeiter da teilweise mit dem Unternehmen auf eurer Plattform interagiert. Was macht der da? Gut, wir wollen den Mitarbeiter mit einbeziehen. Das kriegen wir das Feedback vom Kunden. Ist dann natürlich auch der Trend dieses Mitarbeiter-Self-Service. Und der Mitarbeiter kann sein eigenes Onboarding eigentlich erfüllen. Das heißt, es gibt ja Onboarding-Schritte, die ausgeführt werden müssen vom System. Der Kunde kann das selber definieren, sein Onboarding. Der Mitarbeiter füllt das aus und entlastet dementsprechend halt die HR-Abteilung oder den End-User. Also im Endeffekt ein digitales Personenstammblatt zum Beispiel, wo er seine Steuer-ID reinschreibt, wo er geboren ist, wann er geboren ist, Personalausweisnummer, ob er einen Führerschein hat und ähnliche Dinge. Ja, okay. Seine Krankenversicherung wird er da wahrscheinlich noch hinterlegen. Alles das, was er kann. Ja, okay. Und hinten raus auch noch weitere Prozesse im Bereich Reisekostenverwaltung, auch wichtiges Thema. Natürlich alle möglichen Workflows zur Urlaubsverwaltung, Zeitmanagement. Wir gehen dann auch ganz, ganz groß ins Thema Planung, also dann Personaleinsatzplanung von großen Logistikunternehmen oder Schichtplanung. Aktivitäten, Projektplanung bieten wir auch an, Zutrittskontrolle, Entwicklungsmanagement, Weiterbildungsmanagement. Was meinst du mit Zugriffskontrolle? Also wer wo
auf Zugriff hat oder wer wo rein darf? Oder? Ich habe ja erwähnt, wir sind Produktanbieter, das heißt, gerade im Zeitmanagement, das ist ein Bereich, wo ich jetzt auch persönlich herkomme, geht es ja nicht nur darum, Software abzubilden, sondern auch Hardware, das heißt wirklich so ein Tür-Dongle, den man sich einstechen kann. Ja. Also wir wollen wirklich jedes Thema, das wir angehen, auch richtig machen. Ja. Okay. Ja, also ich bin Freund davon. Also bei unseren Kunden ist es ganz häufig so, wir reden halt viel mit dem Mittelstand und der sagt, okay, ich habe hier eine ERP-Lösung, das ist ja alles gut und schön. Ja, wir haben ja, also bei euch gibt es ja auch diese X360-Schnittstelle, die Integration, sodass man da sozusagen auch keine Angst haben muss, dass einem da auf dem Weg von Buddy zu X360 was verloren geht. Aber die Kunden, mit denen ich rede, ganz häufig sagen die mir, ich möchte bitte nicht, dass in meinem ERP-System irgendwie Gehälter oder sonst was sichtbar sind. A, weil er Angst hat, dass die Leute sehen, was er selber vielleicht als Gehalt bekommt oder was seine Ehefrau bekommt oder Ähnliches oder was der Kollege eines Kollegen bekommt. Ja? Und B, weil er einfach, die möchten das getrennt haben. Ja. So. Und in solchen kleinen Unternehmen haben halt viele Mitarbeiter häufig sehr umfangreiche Rechte. Ja, und dann ist da ein ITler zum Beispiel, der kann dann darauf zugreifen. Deswegen sagen die ganz häufig, ich brauche so eine extra Lösung, getrennt, nicht integriert. Und da kommt ihr dann ja eigentlich ins Spiel, ne? Ja, also genau, unser Schritt ist schon, integriert zu sein in Haufe, aber natürlich mit einem Berechtigungssystem, das gerade, was du angesprochen hast, mit diesen Rollen und Rechten, was darf ich sehen, was darf ich bearbeiten, das ist auf dem deutschen Markt Standard. Ja, das heißt, da gehen wir natürlich auch mit, dass wir da diese Berechtigung so vergeben, wie der Kunde es auch möchte. Es gibt wirklich Kunden da draußen, die sagen, hier, ich will alles transparent gestalten, das machen wir gerne. Es gibt auch welche, die sagen, nee, ich möchte es lieber bei mir behalten, weil es auf meine Firma passt. Ja. Finde ich spannend. Ich finde das klasse, dass ihr hier seid. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr mit den anderen Kollegen dann auch ins Gespräch kommt, die hier sind. Es ist unsere erste Messe, viele neue Impressionen, wir haben viele neue Ideen bekommen und genauso wie Haufe es gesagt hat, dass wir nach vorne gehen sollen, gehen wir nach vorne. Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Alles aus einer Hand. Perfekt. Danke Aaron und danke Dirk. Den Link zu Buddy von SD-Works, den findet ihr natürlich wie immer unten in unserer Videobeschreibung. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele weitere Infos rund um Haufe X360 auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.